15 Minuten am Spot und schon ballert es richtig rein. 15 Minuten, 176 Silber und das auf Pose. Ja, Posenangeln ist in den letzten Wochen eigentlich immer populärer geworden. Gerade nach dem letzten Update, wo jetzt dann auch mit Boilie-Angeln nochmal interessanter geworden ist fürs Posenangeln, gehen immer mehr Spieler auch aufs Matchangeln und das an den klassischen Spots, zum Beispiel an der Tunguska. Da läuft das richtig gut. Ich teste jetzt hier gerade eine Stelle, die Tashi Mausi gerade noch gepostet hat mit ihrer Muksun Trophy. Ist das der Hammer? Muksun Trophy. Suche ich auch schon lange. Also Muksun, gerade eben auch noch ein paar reingegangen und zwar speziell auch noch mal in den letzten Minuten Richtung Abendstunden. Den Tag über, ja, aber dann Richtung Abendstunden hat es dann noch mal angezogen. Wir sehen hier die beiden dann auch nochmal mit knapp über einem Kilo beide. Und ja, da kann gerne noch mehr. Also sogar Regenbogenstint auch schon reingegangen. Große Bodenrenken allerdings primär hier. Also große Bodenrenken ohne Ende. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Nacht. Und das bedeutet, in der Nacht holst du dir mal ein Käffchen, kommst mal ein bisschen klar und dann um 4 Uhr morgens gehen wir wieder zum Spot und machen dann weiter. Ich bin mittlerweile am Spot und rechtzeitig vor allem am Spot. Wir haben es 3:30 und ich fange jetzt schon an rauszuwerfen. Denn bei mir sind die Muksun tatsächlich in den Abendstunden richtig gut reingegangen und die Trophy von Tashi ist reingegangen in den Morgenstunden. Also möglicherweise hat der Muksun eine gewisse Vorliebe für die Morgen- und Abendstunden. Von diesen Fischen gibt es ja ein paar, die tendenziell aktiver sind in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Und bei mir, wie gesagt, waren es gerade die Abendstunden, die aktiv waren, die richtig gut waren. Und guck mal hier, es fängt sofort an. Wir sind kurz vor 4. Irgendwas hängt da doch schon dran. Ja, aber leider nicht genug. Also da war schon ein bisschen was Gutes dabei. Und ja, wenn das jetzt hier in den Morgenstunden auch nochmal richtig gut losgeht, bin ich natürlich sehr zufrieden. Und auch ein bisschen weiter durchtreiben lassen, hat auch noch ein bisschen was gebracht. Also möglicherweise kann man sich auch ein bisschen weiter rechts rüber stellen zu den Booten. Naja, und wenn man sagt hier die Boote, dann würde ich sagen, dann weiß doch das geübte Auge schon, wo ich hier bin. Die Koordinaten sieht man noch, glaube ich, auch ganz gut. 82,100. Das hier ist der klassische Spot, der Number One Spot oder einer der wichtigen Spots, sagen wir es mal so, hier an der Tunguska, direkt in der Base. Also gar nicht weit raus. Da vorne wird verkauft, hier wird geangelt. Sensationell, direkt bei uns im Rücken sozusagen ist das Café. Naja, dahinter, hinter dem Haus, da können wir dann eben verkaufen, auch im Café gucken schnell. Also idealer Spot, um eben mal schnell hier Prozente zu machen. Prozente zum Beispiel im Posenangeln. Oder auch hier einfach mal hinstellen und dann gucken, wie es denn läuft mit Grundlight. Auch das zum Beispiel durchaus eine Option. Also hier kann man ganz gut eben auch seltenere Fische fangen auf kleine, feine Montagen. So, jetzt gucken wir mal. Es geht so langsam los und jetzt muss ich mich schon bald ein bisschen konzentrieren, denn im Idealfall ballert es gleich richtig, richtig gut raus. Ihr seht, ich werfe ohne Clip. Ich werfe jetzt hier gerade einfach nur raus. Ich habe natürlich keinen Clip drin. Ich habe die kleinsten Posen genommen. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an. Die kleinsten Waggler sind jetzt hier drauf. Denn es gab ja mal irgendwo im Handbuch ist es, glaube ich, von RF4, so eine kleine Randnotiz, dass wohl die kleineren Waggler, die kleineren Posen wohl ein bisschen weniger Scheuchwirkung haben. Von daher nutzen wir das doch. Wenn wir doch hier noch ein bisschen was machen könnten, nutzen wir das aus. Ansonsten bin ich gar nicht mal so zart unterwegs. Denn diese Brocken, die hauen auch schon mal ganz gut rein. Bodenrenke und so eine Bodenrenke mit, weiß ich nicht, 8 Kilo oder so ein Muksun, 6 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo, das ballert schon ordentlich rein. Die geben schon richtig Gas.
Und dementsprechend bin ich hier, glaube ich, gerade auf 13 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal kurz rein. Ich würde sagen, so in Richtung Mittagszeit, da ist vielleicht nochmal so ein bisschen eher Flaute. Von der Tiefe, ganz wichtig natürlich, in den Tiefen auch immer ein bisschen Variation reinbringen und ein bisschen rumspielen. Ich teste jetzt gerade hier erstmal komplett auf 1,50 Meter Tiefe. Das war die Tiefe, wo Tashi ihre Trophy gefangen hat. Aber, was wir natürlich bedenken müssen, nur weil bei ihr auf 1,50 Meter die Trophy funktioniert hat, in den Morgenstunden muss es bei uns noch lange nicht so sein, denn die Tage variieren natürlich ständig und ständig vom Wetter und von den Temperaturen. Das bedeutet wiederum, dass es vielleicht bei uns ja, mit einer ganz anderen Höhe, weil andere Temperatur, besser läuft. Guck mal da, Alter. Stefan gönnt sich hier erstmal die Super Trophy Seeforelle mit 15 Kilo, Alter. Gönnt er sich richtig hart. Fettes GZ, sauber, ey. Super Trophy Seefo. Ja, warum auch nicht, ne? Nehmen wir gerne mit. War übrigens die Tage auch nicht so schlecht am Koori. Konstant mehrere Tage am Stück im Game unter 10 Grad. Waren mehrfach 7 Grad in Folge. Und da war das schon ganz gut. Und da sind auch einige schöne Brocken reingegangen. Also in dem Fall dann einfach mal schleppen gehen. Oh, ne, da nicht mehr. Ne. Auf der 3 noch. Auch nicht mehr gehakt. Okay, laufen lassen. Kurzer Haker oder Stückchen zurückziehen. Wieder einfach durchlaufen lassen. Vielleicht sind sie dann hier vorne im Nahbereich auch mal ein bisschen aktiv. Also gar nicht hier so versteift auf eine gewisse Position immer werfen oder sowas, sondern so ein bisschen Variation. Variation in der Tiefe. Jetzt aber. Oh, und ich schnack hier schon wieder zu viel, Alter. Ich sag es dir, Posenangeln und Schnacken, Katastrophe. Ne? Man muss sich da echt schon so ein bisschen konzentrieren. Gerade mit 3 Routen gleichzeitig, sonst wird das nichts. Also, in der Tiefe Variation, also von dir aus nach vorne hin in der Variation, aber auch natürlich nach unten hin in der Variation. Da muss man immer so ein bisschen rumspielen und ein bisschen testen, damit man hier alles mitbekommt und natürlich konstant Bisse hat. Wie gesagt, bisher am meisten die Bodenrenke hier. Wenn man jetzt gezielt die Bodenrenke haben will, auch durchaus mal probieren, ob man dann von der Köderkombination, wir gucken mal kurz rein, so und so, vielleicht das noch machen kann. Denn der Mistwurm geht auch immer wieder ganz gut. Hoppala. Das war zu spät. Der Mistwurm geht auch mal wieder ganz gut. Der Mistwurm, sage ich, die Köcherfliegenlarve geht ganz gut. So, jetzt aber hier. Mal wieder alles durcheinander. Und da geht es wieder runter. Also ein bisschen Konzentration hier beim Posenangeln. Das mal eben so nebenbei ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich teste jetzt gerade nochmal verschiedene Köderkombinationen. Und zwar haben wir jetzt hier einmal die Kombination, hoppala, da geht schon wieder runter, und wieder locker lassen, für ein bisschen mehr für die Bodenrenke. Das ist hier mit, jetzt aber gehakt, na guck. Zack. Nochmal mit der Köcherfliegenlarve. Das ist nochmal ganz gut. Und jetzt habe ich für den Muxun hier nochmal ein bisschen umgebaut. Und zwar die Eintagsfliege mit Tauwurm. Wie gerade schon gesagt, nochmal ein bisschen dicker rein hier für den Muxun, in der Hoffnung, dass da vielleicht nochmal was reingeht. Ja, es ist noch recht früh. Und hier die Kombi mit Mistwurm und Köcherfliegenlarve. Und jetzt geht die 3. Die liefert auch immer mal wieder die ollen Barsche. Das will man natürlich nicht. Und die Bodenrenke. Aber hier Köcherfliegenlarve und Eintagsfliege, das scheint ganz gut zu gehen. Und das hier ist tatsächlich jetzt hier die schwierigste Version. Es ist aber auch der größte Köder. Also wenn hier dann mal nichts reingeht, auch durchaus möglich. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, so fürs Frequenzmachen ist das hier mit dem Mistwurm schon mal nicht verkehrt. Regenwurm auch übrigens durchaus eine Option. Da könnten bestimmt auch zwischendurch immer mal wieder auch die Pelletmareen reingehen. Auch auf jeden Fall mal testen. Ja, wie gesagt, eine der bekannten Stellen. Hier auf jeden Fall rumprobieren. Bisschen weiter rüber gehen, auch mal testen. Beziehungsweise auch vom Anleger mal probieren. Also wenn das jetzt hier gerade ganz gut läuft, die gesamte Region einfach nochmal ein bisschen abwerfen. Und vielleicht klappt es dann.
mit dem Muxun. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen länger durchziehen, denn auch kohlemäßig ist es ja gar nicht so verkehrt. Nehme ich gerne mit, aber ich muss echt sagen, die Köderkombi hier gerade die schlechteste auf jeden Fall, ja. Also, so sieht das Setup in Gänze aus. Ich bin jetzt hier gerade mit der Rebellion Match unterwegs. Rebellion Match mit Fluorocarbon komplett. Fluorocarbon in 13,8. Wie gerade schon gesagt, relativ dick. Das ist hier das Setup hier und das ist die Köderkombination, die Tashimausi auch mit ihrer Trophy hatte. Also Mistwurm und Eintagsfliege. Und ja, wie gerade zwischendurch schon immer wieder gesagt, auch hier Variation ruhig reinbringen, immer mal wieder was anderes testen. Auch von der Präsentationstiefe immer wieder was anderes testen. Hakengrößen kann man auch durchaus testen, wobei ein 4er-Haken hier schon sehr, sehr gut ist. Ab einem 1er-Haken fallen eben auch manche Köder auch wiederum weg. Oder das klappt auch tatsächlich manchmal gar nicht mehr so gut für die Bodenringen. Also 4er-Haken ist schon ein richtig, richtig guter Haken. Man könnte hier natürlich noch feiner reingehen, so in Richtung 9 Kilo vielleicht. Aber dann wird es auch schon langsam eng und man geht auf jeden Fall in den Drill bei den dicken Brocken. So, ich probiere jetzt hier noch mal ein bisschen weiter rum. Ich glaube, die ersten Köderkombis und das, was auch Tashi hier an Köderkombi hatte, auf 1,50 Meter Tiefe, das war schon richtig gut. Wir gucken noch mal kurz rein in den Kescher. So, und die beiden anderen, zack, zack, mache ich jetzt einfach zu. Na komm, der darf dann auch noch mal schnell mit hier die halbe Portion. Und dann schauen wir doch gerade mal eben rein jetzt hier. Also in Windeseile. Jetzt müssen wir hier natürlich die Nacht eben abziehen. Das wären jetzt hier 40 Minuten minus die 10 Minuten Nacht oder 15 Minuten Nacht. Also hier haben wir die Differenz. Das hier war schon in der Nacht ein Fisch. Also da lief nichts anderes außer mal ein Barsch. Und da sehen wir hier also ziemlich genau 15 Minuten Differenz. Da ist dann einfach Pause angesagt. Und danach geht es direkt wieder los. Also jetzt hier in der kurzen Zeit, jetzt hier in den 10 Minuten schon wieder 111 Silber gemacht. Und vorher, ja, dann sind es hier 170. Also in Gänze passt das schon, bald 300 Silber hier. Ist schon ganz gut. Und hier kann man dann eben auch richtig gut Cash machen. Prozente machen beim Posenangeln natürlich auch wichtig. Wenn du hier noch nicht die Doppelköder-Kombination hast, dann natürlich jeden dieser beiden Köder einfach einzeln testen. Fertig ist. Eine Rute raus mit dem Mistwurm, die andere vielleicht mit der Eintagsfliege und ab dafür. So, ich mache jetzt hier weiter. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Petri, bis zum nächsten Mal.